Oh hey! Klein fucking Timmy. Okay, ich gehe lieber wieder. Bye. Oh, das ging ja schnell. Anyway, heute reden wir mal über einen großen, gigantischen Cartoon. Und über welchen Cartoon kann ich nun reden, außer... Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Natürlich, SpongeBob SpongeBob. SpongeBob SpongeBob ist so ein beliebter Cartoon und so ein verdammt bekannter Cartoon. Und vielleicht mag es für manche etwa befremdlich sein, etwa noch einmal eine Review dazu zu machen, beziehungsweise noch mal eine Review zu sehen, weil wurde nicht schon alles zu SpongeBob gesagt? Well, ja und nein. Denn heute in diesem Video möchte ich mir mal die ganzen Ähren von SpongeBob genauer anschauen, was funktioniert hat und was eben nicht funktioniert hat, was es eben persönlich mag, was eben die Masse mag und so weiter. Sprich eine Gesamtreview von den ganzen SpongeBob-Stuff. Und natürlich habe ich nicht etwa für dieses Video jede einzelne Episode geschaut, aber von jeder Ära genügend Episoden geschaut, sowohl die beliebten als auch die unbeliebten. Damit ich mich ja ein gutes Bild formen kann und natürlich bei den Classic-Stuffen kennt man sich halt noch automatisch am besten aus. Aber nun gut, kommen wir doch mal zu dieser verdammt langen Review, zu einer wundervollen Serie, die natürlich aber auch im Laufe der Zeit etwa ein sehr gemixtes Feeling von vielen ausgelöst hat. Also starten wir doch mal. SpongeBob SpongeBob ist eine Serie von Steven Hillenburg und erschien zum ersten Mal 1999. Der Pilot wurde 1997 gemacht und es wurde natürlich nach den Kids Choice Awards aus dem genannten Jahr etwa ausgestrahlt. Also 1999. Und auch noch bis heute läuft SpongeBob mit vielen Stuffen, mit vielen Dingen. Und zu den Dingen, die etwa die kuriose Welt von SpongeBob gebracht hat, habe ich ja auch ein eigenes Video gemacht. Link dazu in der Infocard. Tust. Doch was taugt nun SpongeBob? Hat SpongeBob diese Beliebtheit etwa zurecht gekriegt? Oder kann man sagen, dass mehr von SpongeBobs List ist, das wirklich gut ist? Well, diese Frage zu beantworten ist schon etwa eine schwierige. Denn SpongeBob ist wirklich einzigartig. Nicht nur mit seinem Konzept, nicht nur mit seinen Charakteren, nicht nur mit seiner Idee, sondern auch mit den vielen verschiedenen Approaches, Visionen und Ideen hinter dieser Show. Man kann eigentlich sagen, dass es etwa 3 Ähren von SpongeBob gibt und die kann man alle etwa unterscheiden mit verschiedenen Showrunners bzw. Head Creators, die etwa im kreativen Bereich ganz oben stehen. Zum einen haben wir natürlich etwa die Steven Hillenburg-Ära, die Classic-Ära, dann haben wir die Paul Tibbitt-Ära und auch die Winston Waller-Ära. Und nochmal gesagt, auch wenn ich manchmal kritischer ansehe und manchmal mehr lobe, nichts geht etwa gegen die Leute, die etwa an dieser Show arbeiten, heraus. Die Animatoren versuchen immer ihr Bestes. Und auch wenn ich etwa kein großer Fan von manchen Stories bin, die Writer versuchen genauso ihr Bestes. Und manchmal gibt es halt Misses oder richtig große Hits. Also nichts gegen die Arbeiter hinter SpongeBob. Wenn man was kritisieren soll an SpongeBob, sollte es eher mehr Viacom sein und wie sie etwa das Franchise wirklich stark ausmelken wollen mit Spin-Offs und so weiter. Und brauchen wir wirklich Spin-Offs? Das ist eine andere Frage. Aber legen wir doch mal los mit der ersten Ära, und zwar die Hillenburg-Ära. Die klassische Ära, die etwa von der ersten Staffel bis zur dritten Staffel ging und für manche auch etwa die 4. Staffel inkludiert. Aber definitiv ist für die meisten, zumindest der Großteil, etwa der erste Film das Ende dieser Ära. Eine sehr Steven Hillenburg geprägte SpongeBob-Ära, die super ikonisch ist und super verdammt beliebt ist. Wenn jemand über SpongeBob redet, dann pointet er meistens auf diese Ära, weil diese Ära ist für viele nostalgisch, für viele hat die besten Jokes, für viele hat die etwas das Beste von SpongeBob gebracht und das Besondere auch von SpongeBob. Denn anders als viele andere Shows hat SpongeBob sehr stark auf Wortwitz und auch etwa Slapstick gesetzt. Nicht nur Slapstick wie bei den Looney Tunes, sondern auch ein sehr verfeinter Wortwitz, der sowohl auch in der deutschen Synchro sehr gut etwa ankommt. Auch wenn ich natürlich etwa über die Jahre langsam mehr mit der englischen Synchro zusammengewachsen bin, muss ich immer noch zugeben, dass die deutsche Synchro einfach nur more ist. Auch wenn etwa den späteren Staffeln durch tragische Fälle oder auch durch etwa Verweigerung von einem erhöhten Lohn, wie bei dem Fall von Patricks Synchronsprecher, leider viele von diesen Originalcasts nicht mehr etwa bei uns sind, beziehungsweise diese ikonischen Charaktere nicht mehr die Stimme verleihen, da ist wirklich etwa die englische teilweise mit den späteren Staffeln besser in manchen Punkten. Aber nun gut, was kann man zu der klassischen SpongeBob-Ära sagen, was nicht etwa schon gesagt worden ist? Sie ist ikonisch, sie hat fantastische Animationen und fantastische Designs. Vor allem Staffel 1 ist von allen SpongeBob-Staffeln die wohl am honestesten von den Art Direction, vom Artstyle und so weiter her. Denn natürlich war diese Staffel komplett cell animiert, sprich für Frame-by-Frame Animationen und das wird etwa heutzutage so gut wie kaum noch gemacht. Mit den späteren Staffeln hat man ein bisschen mehr digitalisch genutzt, bis man später ganz zum Digitalen etwa übergewechselt ist. Aber dazu kommen wir nochmal im Detail. Und natürlich die Witze. Die Witze ist das, was SpongeBob etwa so beliebt gemacht hat. Die Jokes von SpongeBob sind ikonisch, 100-mal vermemt worden,
Mal etwa gezeigt wurden. Und selbst wenn ihr SpongeBob nicht wirklich gemocht habt, kennt ihr bestimmt mindestens einen Meme-Clip von der ersten, zweiten oder dritten Staffel. Und natürlich haben die auch etwa sehr viele unterhaltsame Episoden, die noch nicht mal so gut etwa mit Jokes etwa brauchen, beziehungsweise jetzt nicht etwa die Banger-Jokes haben, wie zum Beispiel Chocolate with Nuts. Beispielsweise Bandgeeks. Eine fantastische Episode und meiner Meinung nach etwa die Episode, die etwa wirklich gut als Finale der Serie fungiert hätte. Aber natürlich haben wir den ersten Film gekriegt und wenn ihr mehr zum ersten Film hören wollt oder generell zu den Filmen, könnt ihr auch mal auf die Infocard klicken und das separate Video zu den Filmen euch mal anschauen. Denn über die Filme reden wir jetzt nicht etwa ganz groß, aber grob gesagt, erster Film, Banger, Meisterpiece, zweiter Film, spaßig, hat viele gute Ideen, fühlt sich an wie ein mehrteiliges Serial der Serie und der dritte Film, Animation, grandios, aber Story her, eigentlich nur ein Rip-Off des ersten Films und der Gary, nach Hause Episode. Aber ja, die Classic-Ära hat geendet, beziehungsweise für manche ging sie noch mit der vierten Staffel weiter. Und man kann mal sehen, woher etwa dieser Gedanke kommt. Auch wenn Hillenburg nicht mehr so stark involviert war, muss man sagen, dass die vierte Staffel definitiv immer noch etwa ihre Bangers hatte. Wie schon erwähnt, diese Gary nach Hause Episode stammt aus dieser Staffel sogar. Und allein schon der Song ist einfach nur ikonisch und wundervoll. Natürlich gibt es auch etwa ein paar experimentellere Episoden, aber auf jeden Fall die erste Hälfte macht immer noch Spaß. Bei der zweiten Hälfte wird es eher mehr formulaic und da fühlt es sich eher mehr so an, als wäre es eine typischere Cartoon-Serie und noch nicht mal so eine mit etwa einem besonderen Flair. Und die fünfte Staffel, oh boy, für viele ist das der Anfang des Endes. Manche mögen noch die fünfte Staffel und ich kann definitiv sehen, warum. Die fünfte Staffel ist definitiv nicht so schlecht, wie viele sagen würden, zumindest in meinen Augen her, aber es ist eine sehr experimentelle Staffel, die etwa ein paar nette Ideen hat, beziehungsweise ein paar nette Versuche gemacht hat. Sei es nun etwa die Short-Episoden, wo wir etwa kürzere Abenteuer mit SpongeBob erleben und dafür etwas mehr kriegen. Oder. Zum Beispiel haben wir auch etwa die Reim-Episode hier gekriegt und die war nicht so schlecht, wenn auch nicht etwa ein großer Banger. Die fünfte Staffel hat ein paar größere Höhen als die vierte, aber ein paar größere Tiefen. Und ab Staffel 6 bis 8 wird es definitiv sehr, sehr dark. Denn Paul Tibbitt, jemand, der etwas schon an der originalen Staffel etwa mitgearbeitet hat und auch etwa im originalen Film und ein sehr guter Freund von Hillenburg hat mehr oder weniger den Showrunner-Posten etwa ab da mehr oder weniger komplett einverleibt. Und Paul Tibbitt ist definitiv kein schlechter Typ und hat definitiv grandiose Ideen. Nur mit manchen Writers oder manchen Episoden hat man ein bisschen zu sehr versucht, etwa Ren und Stimpy zu sein. Und ich habe schon in meinem Nicktoons Video erwähnt, ich mag Ren und Stimpy, nicht den Creator, nur die Show. Aber Ren und Stimpy, dieser Ekelfaktor, funktioniert einfach in SpongeBob nicht. Natürlich hatte SpongeBob etwa zahlreiche Momente, wo es eklig sein konnte, aber diese Ekelmomente, wie zum Beispiel Splinter, sind entweder super langweilig oder einfach nur eklig. Dann kommen wir etwa zu Staffel 7, wo etwa viele der Charaktere nur etwa Arschlöcher sind. Wollen wir wirklich etwa einen arsigen Patrick immer sehen? Einen arsigen SpongeBob? Einen arsigen Thaddeus? Nein, natürlich nicht. Und Staffel 8, ich weiß noch nicht mal so ein richtiges Wort für Staffel 8. Für mich ist Staffel 8 in vielen Aspekten nicht wirklich kontrovers, nicht wirklich arsig mit seinen Charakterdarstellungen, sondern einfach nur langweilig. Staffel 8 hat wenig geboten und das ist auch irgendwie die Schande von dieser Staffel. Vielleicht mal kann man sagen, Staffel 6 bis 8 ist definitiv die Dark Age. Es gab immer und immer mal wieder ein paar gute Episoden, ein paar interessante Ideen, die kacke umgesetzt worden sind, aber sowohl die Charakterisierung, sowohl wie SpongeBob auch gezeichnet worden ist, sowohl die Animation waren doch eher mehr besser hier. Und dann hatten wir Staffel 9 gekriegt, die solide war. Nichts Besonderes, war die erste Staffel mit einem Widescreen, also nicht etwa dem Format 4:3, sondern etwa dem vollen Format, also 16:9. Und das war definitiv was Interessantes. Auch die Animation wirkte mehr high-polished dieses Mal. Und es war definitiv eine Staffel, die existiert hat. Aber natürlich wurde die Staffel etwa durch die Produktion des zweiten Films sehr enthälftet. Sprich, es gab etwa Staffel 9a, Staffel 9b. Sprich, die wurde etwas in die Länge gezogen. Und bei der zweiten Hälfte hat man definitiv gemerkt, yep, es hat sich was geändert. Denn mit dem zweiten Film kam Hillenburg mehr oder weniger zurück. Er hat nicht etwa in seinen so hohen Posten wie früher. Und mit ihm kamen auch ein paar der alten Writers zurück. Und mit Staffel 10 hat das so richtig begonnen. Es fühlte sich zwar sehr nostalgisch teilweise an. Und natürlich konnte man merken, dass man ab da langsam etwa die nostalgischen Momente, Callbacks reingebracht hat, die Referenzen. Aber ich habe die nicht wirklich so gemeindet. Staffel 10, wenn nicht etwa so gut wie die ersten 3 Staffeln, hat definitiv fantastische Episoden. Mimic Madness zum Beispiel ist eine fantastische Episode. Und selbst wenn ihr etwa Modern SpongeBob nicht mögt, Mimic Madness hat etwa die perfekte Balance zwischen den übergetretenen Animationen von Modern SpongeBob und natürlich auch etwa den klassensten Charme der originalen Staffeln. Und meine Güte, dieser Song, der zeigt einfach wirklich, dass Tom Kenny einfach gut singen kann. Die deutsche Version ist so lala, aber die englische ist wirklich catchy, muss man sagen.
Und das alles trotz dem Fakt, dass Mimic Madness mehr oder weniger ein kleines Mini-Remake von einer älteren Episode von SpongeBob ist. Krass ist das zu überlegen. Aber nun gut, mit Staffel 11, mit Staffel 12 und auch teilweise mit Staffel 13 hat man definitiv etwa ein Improvement gehabt. Und ich muss sagen, ich mag die Staffeln, besonders etwa Staffel 10 und 11, 12 noch etwas, aber 13 war eher mehr so lala. Doch warum? Und warum kann ich das immer noch mögen, auch wenn es immer noch nicht etwa das Classic SpongeBob ist, was wir gekannt haben und geliebt haben? Nun, während etwa die Dark Age von SpongeBob unter Paul Tibbitt, und wie gesagt, nichts gegen Paul Tibbitt, er wirkt wie ein sehr netter Dude, aber seine Ära von SpongeBob war definitiv die schwächste, er mehr auf den Ekelfaktor gesetzt hat, der natürlich auch in den Classic Seasons dabei war, aber nicht so prävalent war, hat man mit Modern SpongeBob eher mehr seinen Looney Tunes Approach gemacht. Was meine ich damit? Looney Tunes ist ein Franchise, was sehr auf Slapstick setzt und sehr klasse und sehr expressive Animationen hat. Und Modern SpongeBob hat das genauso. Die Gesichter wurden mehr expressive, manchmal zum Besseren, manchmal zum Schlechteren. Und ich muss auch sagen, mit 13 und auch teilweise mit 12 hat man das viel zu sehr übertrieben. Da gibt es etwa eine sehr gute Szene, die etwa gesagt hat, wie SpongeBob gefühlt 15 Gesichtsausdrücke in einer Minute hat und das ist Overkill. Und auch teilweise bei Staffel 11 gab es dies. Und natürlich auch teilweise bei 10, aber nicht etwa zu diesem Maße. Und das da finde ich wirklich etwa nicht so dolle, aber ich kann definitiv sehen, warum Leute etwa das mögen. Animationstechnisch her ist Modern SpongeBob wirklich auf einen Highpunkt. Würde ich etwa das vor den Classic-Animationen setzen? Nicht wirklich, da die etwa wirklich ihren eigenen Charme haben und definitiv auch nicht schlechte Animationen haben und auch immer noch sehr oppressive sein können. Aber diese Animationen von Modern SpongeBob sind fantastisch, wirklich. Auch wenn ihr Modern SpongeBob mit seinem Looney Tunes Approach nicht mögt, ihr müsst schon zugeben, dass die Animationen von Modern SpongeBob definitiv nicht schlecht sind. Vincent Waller hat definitiv etwa einen guten Approach genommen, der zwar nicht etwa perfekt auf SpongeBob passt, aber definitiv mehr unterhaltsam ist. Und hey, wir haben immer noch etwa deutlich mehr Episoden, die etwa wirklich gut sind. Und ich würde auch sagen, immerhin haben wir etwa eine Ära jetzt nun, die etwa definitiv nicht etwa so eklig oder so langweilig ist wie die vorherige Ära, auch wenn die natürlich etwa ihre Kritikpunkte hat, aber natürlich auch ihre Vorteile. Ich persönlich kann dadurch etwa sehr viel Charme sehen, aber kann jeden verstehen, der etwa sich denkt, es ist nicht SpongeBob für mich, auch wenn ich natürlich etwa nicht verstehen könnte, warum er etwa eine Episode wie Splinter oder One Cross Me etwa vor den Modern SpongeBob Episoden setzen würde. Denn die Episoden sind wirklich nicht gut und implizieren sehr, sehr, sehr eklige oder abgefuckte Dinge. Selbst für SpongeBob Standards. Aber nun gut, wie schon angesprochen, gibt es was zu kritisieren. Die Callbacks und Referenzen sind in der modernen Ära sehr, sehr stark übertrieben teilweise. Es hat zwar Spaß gemacht mit der 11. und auch teilweise mit der 12., aber meine Güte, warum ist Nosferatu so oft etwa zu sehen? Und natürlich mag man es etwa kleine Referenzen mal zu sehen, aber manchmal werden die etwa zu sehr etwa Teil der Story. Und natürlich hat da was zu tun, dass die Writers, die Animatoren, mehr oder weniger etwa eine neue Generation sind. Die Generation, die mit Classic SpongeBob etwa aufgewachsen ist. Und natürlich sehen wir auch Referenzen zu den anderen Staffeln der Dark Age oder. Aber muss man so oft etwa Dinge etwa zurückbringen, verliert das nicht dadurch seinen Charme und wird etwa ein bisschen zu sehr Nostalgia-bait. Ich bin etwa sehr offen für die Referenzen und Callbacks meistens, aber zum Beispiel das mit Nosferatu hat man ein bisschen zu übertrieben. Ich mag zwar die Episode mit My Leg, aber der Sog wurde etwa nach dem wirklich stark etwa übertrieben. Callbacks, Referenzen sind okay und sollten etwa gemacht werden, meiner Meinung nach. Sie sind definitiv nicht schlecht und haben definitiv ihren Vorteil. Aber so viele Callbacks, so viele Referenzen ist einfach nur Overkill. Da bevorzuge ich eher mehr, wenn man was Neues erzählen will, und das kann Modern SpongeBob definitiv gut. Mimic Madness ist dafür ein perfektes Beispiel und ich finde es irgendwie schade, dass wir weniger sowas wie Mimic Madness kriegen, statt etwa sowas wie Do the Bob Returns. Und auch wenn ich das Konzept wirklich liebe, die Umsetzung als solches hat definitiv etwa die Erwartung gesprengt und das nicht im Guten. Aber nun gut, ich habe jetzt nur über die Ehren von SpongeBob sehr stark im Detail gesprochen. Was ist natürlich die beste Ära und dann natürlich kann man am Ende sagen, persönlich mag ich die Classic-Ära auch am meisten. Modern hat zwar ihre Vorteile, aber die Callbacks wurden etwas zu viel mit Laufe der Zeit und auch die Animationen sind ein bisschen zu gut manchmal. Sprich, die Gesichtsausdrücke sind etwas zu überdreht manchmal. Die Dark Age hatte natürlich etwa ihre Hittes und hat etwa immer noch diesen klassischen Art Direction von den späteren 2 Staffeln der Classic-Ära, aber hatte definitiv falsche Charaktervorstellungen, sei es nun etwa mit den arzigen Verhalten von Patrick, mit den immer angenervten Verhalten von Thaddeus und so weiter und so weiter. Und auch der Ekelfaktor hat dazu nicht etwa viel geholfen. Aber natürlich am Ende des Tages wird jedes Kind, jede Person ihre eigene Lieblings-SpongeBob-Ära haben. Ich kann etwa viel aus der älteren, also der ganz älteren und der ganz neuen etwa herausziehen, aber kann auch jeden verstehen, der eher weniger was mit denen was kann.
und eher mehr die Dark Age mag, auch wenn die definitiv nicht meins ist. SpongeBob ist etwa wirklich eine fantastische Show, die etwa im Laufe der Zeit sich etwa oft versucht hat neu zu entwickeln. Und auch wenn wir manchmal dieses Neuentwickeln nicht mögen, wollen wir lieber etwa das haben, statt etwa das wie bei den Simpsons, wo man eher mehr in die Langweiligkeit vergeht und versucht mit großen Twists irgendwie was zu verändern. Oder auch wie bei Family Guy, wo man einfach nur die Shock Value versucht hat, immer mehr und immer mehr zu machen. Und hey, guckt mal Donald Trump, haha, so witzig, 2022, ein Donald Trump Witz. So witzig. Muss so sehr lachen. Ha. Natürlich nicht. Ob jemand, der jetzt nun den Approach von der neuen, der älteren oder auch der mittleren SpongeBob-Ära mag, bleibt ihnen etwa am Ende des Tages selber zuzuschreiben. Aber nun seid ihr dran. Was ist eure Lieblingsära von SpongeBob? Was ist eure Meinung zu den späteren Äran? Was ist euer Lieblingscharakter aus SpongeBob? Schreibt das doch gerne alles in die Kommentare. Und bis dahin, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder sehe ich. Bye!